Hi Leute, heute geht es um ein richtig spannendes Thema. Ich spreche mit Michael über seine Erfahrungen beim Kauf einer Photovoltaikanlage. Er hat sich an mich gewendet, weil er mit sehr, sehr unzufrieden ist und ich möchte ihm zuhören, was ist da los, was ist passiert, warum ist er so frustriert, dass er am Ende sogar sagt, ich möchte, dass die dieses Zeug hier am liebsten wieder abbauen und abholen, damit ich mir was anderes kaufen kann. Das wird jetzt Thema dieser Folge. Ich freue mich, Michael, dass du darüber sprechen möchtest, denn ganz, ganz viele Menschen, ja, bei so einer Fehlinvestition sind die eher so, möchte jetzt nicht unbedingt öffentlich drüber sprechen und daher freue ich mich, dass du das tun möchtest und steigen da direkt mal ein. Michael, schön, dass du da bist und dass du die Zeit genommen hast. Du hast mich per Mail angeschrieben und von deiner Situation ein bisschen berichtet, dass du ja nicht ganz so happy bist mit dem Kauf deiner PV-Anlage. Und erstmal vorweg möchte ich sagen, finde ich klasse, dass du sozusagen öffentlich ja auch drüber sprechen möchtest, weil ich kenne ganz viele, die sagen, oh nee, ist mir unangenehm, möchte ich nicht drüber sprechen. Geht es ja auch um einiges an Geld, was man investiert. Und daher finde ich es ganz, ganz toll, dass du die Zeit genommen hast, jetzt mit mir darüber zu sprechen, über deine Erfahrungen. Und bevor ich das jetzt nochmal alles aufroll, ja, würde mich interessieren, nochmal aus deiner Perspektive, magst du mal die Zuschauer, Zuhörer mitnehmen, irgendwie, was war da los? Erstmal, ja, vielen Dank für die Zeit, die du dir auch nimmst, dir meine Geschichte anzuhören. Ja, es ging bei mir letztes Jahr im Herbst irgendwann los und da hat sich die Situation jetzt ergeben, dass ich ja mir endlich meinen Wunsch für eine Photovoltaikanlage verwirklichen konnte und habe mich natürlich versucht, so gut es geht, schlau zu machen. Ja, Und bin dann zwar durch einen Zufall nur, aber relativ schnell auf gekommen. Und da kam zufälligerweise ein Vertreter, der hier auch aus meiner Gegend kommt, auf mich zu und hat mir da mal Informationsmaterial dagelassen. Und ich habe mir das alles angeschaut und fand das sehr spannend, weil ich durch auch die Videos, die ich auf YouTube zum Teil gesehen habe, dass man ja dann weiß ich, den Wechselrichter von dem einen Hersteller, die Module von dem nächsten Hersteller und dann noch den dritten Hersteller mit ins Boot nimmt für eine Wallbox. Und hat das als Inselprodukt im Prinzip angeboten, alles aus einer Hand, alles aus ja, Deutschland. Fand ich also schon mal sehr interessant. Sie sagten also technisch sehr innovativ, neuester Stand. mhm. Und das hat mich geflasht und ich habe in dem Moment nichts anderes, nichts Besseres aus meiner Sicht gefunden, war also auch wirklich Feuer und Flamme, total begeistert, so dass ich dann Ende Dezember, ich glaube, es war der 29., dann auch einen Vertrag unterschrieben habe. Jedoch, um das so ein ganz klein bisschen vorwegzunehmen, aus der Freude ist dann heute nur noch eigentlich Enttäuschung und wirklich ein tiefer Frust geblieben, wie sich das Ganze dann letzten Endes in den ja jetzt mittlerweile 8 Monaten entwickelt hat. Ja, ja, du bist gerade sehr, sehr stark rübergeschwankt von der Freude und man hat dir angesehen, du warst wirklich erstmal gefixt so durch ja, durch das All-in-One-Paket, so nenne ich es mal. Und jetzt gerade, dann hast du schon gesagt, oder ist es stark umgeschlagen in ja, nicht mehr so schöne Erlebnisse. Und da wäre es natürlich spannend, auch mal ja, den Weg dorthin, dass du uns da mal mitnimmst. Was ist da passiert? Also fing das bei der Installation an oder gab es vorher schon irgendwo Momente, wo du gedacht hast, komisch, an welcher Stelle ja, fing es an, nicht mehr schön zu sein? Am Anfang, wie gesagt, war alles super. Ich hatte dort einen tollen Vertreter, sind, soweit ich weiß, bei mir war es zumindest so, es war ein freier Handelsvertreter, also nicht direkt Angestellter von der Firma. Er hat sich viel Zeit genommen, war selbst am Wochenende für mich ansprechbar, wenn ich eine Frage hatte, hat viel Geduld mit mir gehabt, was nötig war, weil ich habe gefühlt 25.000 Mal die Anlage umgestellt, größeren Speicher, weniger Photovoltaik aufs Dach, dieses Notstrompaket mitgenommen, rausgenommen, Versicherung eingerechnet, rausgerechnet, alles Ja, Mögliche, bis es gestanden hat. Und das war überhaupt gar kein Thema. Auch die ja, Termine, die Montage, die du gerade angesprochen hast, das ging alles erstaunlich schnell, was ich auch so von anderen mitbekommen habe. Hat zum Beispiel diese Dachmontage und auch die Montage mit den Modulen, das war, glaube ich, dann schon im Februar.
haben sie eigentlich Ja. nur auf eine Wetterlücke gewartet, dass sie aufs Dach draufkommen und nicht mit Eis und Schnee zu kämpfen haben. Und im März kam dann das nächste Team und hat die ganze Elektrik, Speicher und so weiter aufgebaut. Und das ging bis dahin eigentlich wirklich tadellos. Da gab es überhaupt nichts zu meckern. Ja. Auch muss man sagen, was ich ja auch viel Unterschiedliches gehört habe, mit der Rechnung, das fand ich also auch sehr, sehr fair, muss ich sagen. Gesagt, die Rechnung musst du erst dann zahlen, wenn die Lieferung erfolgt ist. Das heißt, ich habe zwei Rechnungen bekommen. Die erste Rechnung dann für die Montage, das Gestell aufs Dach und die Photovoltaikmodule. Ja. Die zweite Rechnung habe ich dann bekommen, nachdem die Elektriker da waren, haben den Speicher aufgebaut und dann alles miteinander verbunden, Wallbox und so weiter, alles klar gemacht. Das lief alles toll. Ja. Dann bin ich in den Urlaub gefahren, waren die Osterferien und hatte auch die Rechnung bezahlt, komplett, und hatte aber im Vorfeld mit dem Handelsvertreter abgesprochen, dass er mir ein Skonto einräumt über 2%. Mhm. Er konnte das alleine jetzt nicht entscheiden und hat dementsprechend seinen Teamleiter damit ins Boot genommen. Wir haben das auch vorher besprochen und er hat sich das wohl auch absegnen lassen nach meinem Kenntnisstand. So hat er es mir zumindest gesagt. Also war das für mich in trockenen Tüchern. Ich muss dazu sagen, fairnesshalber natürlich, wir haben es vertraglich tatsächlich nicht festgehalten, weil wie gesagt, es war dann zwischen den Jahren und dann ging das hier alles hoppla hopp. Und die Jungs haben mir aber gesagt, hier, wir versprechen dir das. War auch alles wirklich aus meiner Sicht total seriös. Und da habe ich gesagt, na okay, zwei Männer, ein Wort, das klappt. Ja. Also keine Diskussion. Haben wir das Ding dann eben so starten lassen. Ich komme aus dem Urlaub zurück und wundere mich, ich kriege oder habe ein Schreiben von einem Inkassobüro bei mir auf einmal auf dem Tisch liegen. Ja. Ich denke, na, was ist das denn? Kriege ich nicht jeden Tag. Und guck da rein und das ist dann eine Mahnung gewesen von dem Inkassobüro, das ja eben das Geld für Eintreiben. eintreibt, Ja. Ja. letzten Endes, ja, Ja. und haben mich aufgefordert, diese 2% zu bezahlen. Und Mhm. da sage ich, okay, Leute, das ist aber anders vereinbart. Bitte sprecht mit den Menschen mit dem Vertriebler und dem Teamleiter. Die haben mir das bestätigt. Ich sage, ich habe auch eine WhatsApp letzten Endes. Ich weiß, das ist jetzt in dem Sinne, gibt es wohl auch unterschiedliche Rechtsprechungen, ob das vertraglich haltbar ist oder nicht. Ja. Habe ich gesagt, aber hier, ich will euch nicht über den Tisch ziehen, sondern das, was ich sage, das stimmt auch. Mhm. Bitte überzeugt euch davon. Okay. Und habe das denen zur Verfügung gestellt. Ich habe nichts gehört. 2 Wochen später kriege ich wieder Post. Von wem? Um Vom Inkasso. Inkassobüro. Genau. Ja. Und das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich sage, ich habe Ihnen das alles zugeschickt. Ich habe keine Antwort bekommen. Was ist denn das hier für ein Gebaren, für ein Geschäftsgebaren, was Sie hier an den Tag legen? Und dann wurde der schriftliche Ton auch schon ein bisschen unfreundlicher, wo ich gesagt habe, naja, gut, finde ich jetzt nicht so toll. Aber wir reden jetzt über, ich weiß nicht ganz genau, 775 € waren es, glaube ich, sowas in dem Dreh. Mhm. Und sage ich, okay, ich zahle jetzt einfach unter Vorbehalt und dann kläre ich das hier mit meinem Vertreter, der mir die Anlage verkauft hat. Ja. So. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst habe, und dann wurde es schlagartig unrund. Der Handelsvertreter, mit dem ich den Deal hier gemacht habe, hat gekündigt, ist weggegangen. Sein Teamleiter ist ebenfalls weggegangen. Ja. Ich hatte keinen Ansprechpartner mehr. Also weder jemand, der für meine Anlage verantwortlich war, beziehungsweise den ich ansprechen konnte. Ich hatte eingangs gesagt, ich war dann im Urlaub. Ich habe auch keine Einweisung bekommen auf die Anlage, weil das hatten wir gesagt, das machen wir, wenn ich zurückkomme. Ja. Aber da war er nicht mehr da. Hat mich nicht darüber informiert, dass der Mann weg ist, dass er nicht mehr für tätig ist. Ich habe es also irgendwie dann
habe es halt irgendwie erfahren, dann, dass er nicht mehr da war. Das fand ich sehr, sehr unschön. Hm. Und ja, dann war ich im Prinzip ab diesem Moment auf mich alleine gestellt. Was ich erwartet hätte als Kunde, kommt auf mich zu und sagt, du, okay, Mitarbeiter ist weg. Das gibt's halt in der heutigen Zeit, aber wir haben da gleich jemand Neuen und der kümmert sich jetzt um alles Weitere. Das ist nicht passiert. Ganz im Gegenteil. Ich musste dann anfangen zu telefonieren, zu schreiben und das war sehr unerfreulich, das Ganze. Ja, ja. Ich würde gerne noch mal einmal einhaken. Du hast ja gesagt, es hat schon ein bisschen gedauert, weil du mit der Anlage so ein bisschen hin und her, die Größe, Speichergröße etc. Bei welcher Konfiguration bist du da am Ende geblieben? Wie viel Kilowatt Peak und wie viel Kilowattstunden Speicher hast du denn jetzt? Ja. Also auf dem Dach habe ich jetzt 9,6 Kilowatt Peak Mhm. und bei mir stehen 21 Kilowatt Speicher. Okay. Und du hast gesagt, du hast keine Einweisung bekommen, also du wusstest jetzt auch nicht genau, wie das mit der App und so funktioniert, oder? Beruft sich darauf, dass du natürlich dann von den Technikern eine Einweisung bekommst. Mhm. Dazu muss ich sagen, also es hat mich zwar nicht gestört, aber naja, es ist halt schon wieder ein bisschen speziell. Das waren jeweils zwei unterschiedliche kroatische Teams. Mhm. Also der Vorarbeiter vom ersten Team konnte ein klein bisschen Deutsch, Mhm. aber unterm Strich, das ist alles in englischer Sprache abgelaufen, ja. Ja. Und dann gab es auch noch zwei unterschiedliche Apps damals, die in Betrieb hatte für seine Kunden. Mhm. Und dann sagt er, ja, nimm die eine, die andere, ja, nicht so gut und wie auch immer. Aber eine richtige Einweisung mit Hand und Fuß war das nicht. Okay, ja. Ja. So, und dann hast du jetzt also diese 2% Skonto bezahlt und Ja, irgendwie auch wiederbekommen, oder wie ging das dann weiter? also ich müsste aktuell noch mal auf mein Konto nachschauen, aber bis heute habe ich die nicht bekommen. Ja, okay. Und gab es da nochmal eine Reaktion auf irgendwelche E-Mails, Kontaktaufnahmen, oder ist es einfach alles so stillschweigend ignoriert worden? Ja, die Verbände von den Fingern sind ab, also wegen dem Tippen. Nein, ganz so schlimm war es nicht. Aber ja, ich habe alle Kanäle versucht zu aktivieren. Das heißt, ich habe es nicht nur versucht, ich habe es auch getan. Ich habe E-Mails geschrieben über das Portal, über das firmeneigene Portal von kannst du ein Ticket öffnen und schreibst das und das soll dann abgearbeitet werden in Ja, der Theorie. In der Praxis hat sich das für mich leider völlig anders dargestellt bis zum heutigen Tag. Die Regel bei mir war tatsächlich so, ich kann es wirklich nur schätzen, vielleicht 15, 20 Tickets alleine geschrieben in der ganzen Zeit mit unterschiedlichen Anliegen, beziehungsweise ab und zu, oder muss ich vielleicht anders aufbauen, du schickst so ein Ticket raus und wartest dann mal irgendwann auf eine Nachricht. So habe ich es mir zumindest vorgestellt. ja, Hat es bei mir zumindest so gemacht. Irgendwann war über diesem Ticket, da steht dann genau drin, was ich ja geschrieben habe, war dann auf einmal ein Haken in so einem grünen Kreis drin. Und erledigt oder irgend sowas ja, in der geschlossen Richtung steht aufgemacht, ne? dann. Ein Ja, Ticket. geschlossen, genau. Mhm. Und ich denke, ey, oh klasse, die haben das bearbeitet, probier aber aus. Aber mein Anliegen hat sich nichts dran verändert. Also Ja, es war genauso schlecht wie vorher. ja, Und das habe ich also beobachtet und das ist immer wieder passiert, auch wenn ich die Tickets, also denselben Inhalt oder dasselbe Anliegen, mehrfach reklamiert habe und auch darum gebeten habe, dass sie das Ticket bitte nicht einfach nur schließen, sondern sollen bitte mit mir Kontakt aufnehmen oder sollen das Problem lösen oder sollen mir erklären, wie ich das zu machen habe, ist in den allermeisten Fällen gar nichts passiert. ja. Ja, was ich interessant finde, das ist jetzt ja, die Tickets höre ich raus, da geht es um was Technisches, ne? Also das eine ist jetzt gerade das mit dem Skonto gewesen, wo du schon finanziell unzufrieden warst quasi, weil da ja Absprachen nicht so eingehalten wurden, wie sie getätigt waren. Und da mit den Tickets höre ich raus, da geht es wirklich jetzt um technische Probleme mit der Anlage, beziehungsweise dass du da irgendwo unzufrieden warst, ne? Magst du da mal Das, drauf eingehen, was war da los? ja, also wie gesagt, die Anlage, so habe ich es verstanden und ich glaube, so will das auch haben, auch wenn man sich das Prospekt von
anschaut, man liest sehr oft das Wort aus meiner Sicht intelligent Mhm. und sie nennen ja ihre Anlage auch IQ, Mhm. also oder IQ, ja, Ja. was ja aus meiner Sicht auf Intelligenz Ja, hinweisen ja, die soll. Und sie künstliche sagt, Intelligenz, die Algorithmen, die die dynamischen Stromtarife berücksichtigen, intelligentes Beladen des Elektroautos etc. Genau, das, ja. genau, da habe ich gedacht, also du hast hier das geilste und modernste System jetzt, was du überhaupt nur haben kannst. Und da hast du alle technischen Raffinessen, die momentan auf dem Markt verfügbar sind. Aber die Enttäuschung war dann aus meiner Sicht schon gleich am Anfang relativ groß, weil ich zum Beispiel dann festgestellt habe, wenn ich mein E-Auto laden möchte, Mhm. dann hat das immer nur in einer Kombination funktioniert, dass ich Strom kaufen musste und dann ein Teil des Stroms aus dem Speicher gezogen worden ist. Aber ich konnte nie dieses solarbasierte Laden hier verwirklichen. Und Ja. da habe ich zum Beispiel angeschrieben und habe gesagt, Leute, hier, super Technik und so weiter, solarbasiertes Laden. Ich habe keine Antwort darauf bekommen. Ja. Irgendwann dann ich habe mir diese Daten gemerkt, weil ich dachte, ich brauche die nochmal irgendwann. Ich glaube, es war der 10. Mai, bekomme ich dann, nachdem ich die App aufgemacht habe, so ein Pop-up-Fenster und dann steht da drin, ab sofort können Sie solarbasiert auch laden, ja. Okay. Also es ging vorher überhaupt gar nicht, ja. Und da denke ich mir mal, naja, also für eine Anlage oder eine Firma, die doch anscheinend ganz vorne da mit dabei sein möchte, schon ein bisschen dünn irgendwie. Ja, also So, klingt jetzt erstmal so, als hätte das Prospekt, was du vorhin erwähntest, ein bisschen mehr versprochen, als am Anfang überhaupt geliefert wurde. also ich finde, du untertreibst, wenn du sagst ein bisschen mehr. Vielleicht sind aber auf der anderen Seite meine Erwartungen zu hoch. Aber diese Erwartungen wurden durch dieses Prospekt und auch durch die Gespräche, die ich ja mit dem Vertriebler geführt habe, wurden die ja erst geweckt und bestätigt, weil ich ja auch nach sowas gefragt habe, weil mir das wichtig war. Ja. Und aus meiner technischen Laiensicht würde ich jetzt sagen, also das ist jetzt keine Anlage, die jetzt technisch super herausstößt. Ich sage es jetzt einfach mal so gerade raus, das ist 0815 gewesen. Ja. Und Gewesen oder ist immer noch? Also läuft es jetzt mit dem Solarladen und mit dynamischen Stromtarifen, weil du nutzt, glaube ich, auch Tibber, oder? ja, ich Also, bin Tipperkunde, auch seit April dann konnte ich das umstellen, das war schön. Und um deine Frage zu beantworten, oder ich beantworte sie mit einem eindeutigen Jein. okay. Das, das bedeutet also, ich komme mir hier so ein bisschen vor wie Beta-Tester. Ja. Es kommt also immer wieder mal was Neues dazu. Das war eben das erste, was ich mitbekommen habe, eben dieses solarbasierte Laden, was dann im Mai kam. Und jetzt zuletzt ging es darum, dass man auch die Wärmepumpe irgendwie dann damit an das System anschließen kann. Und das ist aber so ein bisschen für mich Salamischeibentaktik. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ja, also läuft denn das jetzt mit der Wärmepumpe, die Integration? Also kannst du die sinnvoll einbinden in das Gesamtsystem? Soweit bin ich noch nicht. Ich habe noch so viele andere Baustellen zu klären, zumal es auch dann so ist, dass immer wieder neue Baustellen dazugekommen sind. Jetzt beispielsweise ganz aktuell meine größte Baustelle ist, seit dem, oder sagen wir mal, die Wertigkeit verändert sich. Ja. Also meine allererste große Baustelle war, dass diese App Anzeigen angezeigt hat, die Werte, die einfach nicht sein konnten. Jetzt nur mal ein ganz fiktives Beispiel. Ich habe aber von all dem Bilder gemacht und ich habe das auch geschickt, also weil ich habe ja auch gedacht, die halten mich für den größten Schwätzer der Welt. Ja. Aber ich habe denen das belegt und kann das auch heute noch alles belegen. Ja, ein Bild hast du mir mal Ähm, geschickt. Da wich auf jeden Fall die Erzeugung von, also die Summen passten nicht, ne? Du hast, ich sag mal, genau, 10 genau. kW Jetzt Erzeugung, aber 5 kW gingen in den Speicher und 7 kW ins Netz. Und das 5 plus 7 ist halt mehr als äh, 10. Also das ist jetzt genau, ein Beispiel auch, ne? Du kannst es viel besser sagen.
Richtig, aber genau so ist es. Ich hätte auch jetzt irgendein Beispiel aus der Luft gegriffen, wenn du sagst, also du ziehst 5 Kilowatt vom Dach von den PV-Modulen in dein Haus, ja. Und dann werden diese 5 Kilowatt beispielsweise verteilt. 2 Kilowatt gehen in den Speicher, 6 Kilowatt gehen ins Auto und 1 Kilowatt wird ins Netz eingespeist. Macht aber irgendwie dann zusammen, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, 9 Kilowatt, ja. Aber du hast nur 5 Kilowatt vom Dach bekommen, wo ich Ja. sage, sensationell, sensationell, diese Anlage ist mit Geld nicht zu bezahlen, ja. Ja. Aber das wurde dann noch besser, weil das haben wir dann noch getoppt, weil das hat sogar nachts funktioniert, dass ich also nachts und ich habe das über mehrere Monate versucht. Und wenn ich nachts sage, dann rede ich hier so ab 23 Uhr, wo Ja. selbst der längste Tag des Jahres einfach schon, Vorbei ist. wo es schon dunkel ist, ja. Ja, ja, Und, und da hat mir die App angezeigt, dass die Anlage noch Strom erzeugt. ja, Da sage ich bin geflasht, Leute. Sagt mir was dazu. ja, Und haben sie aber ja. alle geschwiegen irgendwie. Wollte mir keiner was dazu sagen. Okay, also du hast auch keine Rückmeldung gekriegt auf deine Nachrichten und ist auch das Ticket geschlossen worden oder wie kann ich mir das vorstellen? Auch wie gesagt, es gab Ausnahmen. Zwischenzeitlich war ich angeblich, also bin ich habe ich mit einer Dame gesprochen, die in der angeblichen Deeskalationsabteilung arbeitet und sie sagte, also mein Fall hätte schon höchste Priorität. Okay. Und was mir also auch bei sehr oft aufgefallen ist, also die Leute, zumindest am Telefon, die entschuldigen sich an einer Tour. Also ich kann mein ganzes Haus mit Entschuldigungen schon vollstellen. Allerdings, dass ich jetzt mal sage, ich kriege hier mal eine handfeste Antwort oder einen Termin genannt und gesagt, wir lösen das jetzt, Hm. das ist bis heute tatsächlich nicht passiert. Ja. Ich hatte ein einziges Mal einen Techniker am Telefon, und dem habe ich auch die Bilder geschickt, also auch mit diesen irren Werten von der App. Und letzten Endes hat er auch gesagt, ja, also das kann nicht stimmen, aber er kann mir da jetzt nichts Genaues sagen. Er wird das weitergeben und er wird sich irgendwann wieder melden. Ja. Das liegt aber mittlerweile auch Monate zurück und ich habe nichts mehr gehört. Ja, also ich finde das gerade aus mehreren Perspektiven her ganz schön krass, weil, also wir reden jetzt gerade noch relativ freundlich darüber. Ich finde deine Art, du bist auch relativ entspannt. Aber wenn man es jetzt mal reinzieht, darf ich fragen, was hast du bezahlt für die Anlage? Ich habe gewusst, dass du diese Frage stellen wirst und deswegen habe ich es mir irgendwo aufgeschrieben. Also ich habe brutto, weil es geht ja nicht alles netto. Also brutto hat die Anlage günstige 39.237,94 Euro gekostet. Okay, gehe ich mal direkt drauf ein. Also 39.000 und ein bisschen, die Zahl habe Wir ich können auch 40.000 grob sagen, ja, also oder ja. 39 abrunden, mach wie du willst. Sagen wir 39.000. So, du hast Okay, einen Speicher mit 20 oder 21 Kilowattstunden. 20 Kilowatt Speicher. 20 Kilowattstunden Speicher, Mhm. knappe 10 Kilowatt Peak auf dem Dach. Ja, Du hast eine Wallbox und du hast das ja, System gekauft aus den Gründen, dass du auch deine Wärmepumpe einbinden möchtest und dynamische Stromtarife, richtig? genau. Und ich habe ja viel Kontakt, ich hole ja auch viele Angebote ein für meine Leute, die ja, mich fragen und über meine Webseite auch dann Angebote anfragen. Und ich habe mal ein bisschen geguckt vorher und das ist ja eine Größe von Anlage und Speicher, die ist nicht einmalig. Also habe ich da auch mal ein bisschen mich schlau gemacht und für ein System vergleichbar auch von dem, was es kann. Kann man erstens deutlich weniger zahlen. Ich will jetzt kein Salz in die Wunden schmieren, aber so um die 25.000 kann man da auch für bezahlen. Und dann funktioniert es auch. Da weiß ich auch, dass es funktioniert mit den dynamischen Stromtarifen und der Darstellung vor allen Dingen auch. Und das Krasse finde ich jetzt aber, wenn man sich das mal vergleicht, man gibt 39.000 Euro aus. Ja. Nicht Mann, sondern du. Du hast 39.000 Euro ausgegeben für ein System, wo du seit Monaten mit beschäftigt bist, Kontakt aufzubauen zu dieser Firma und Hilfe zu bekommen für etwas, was du schon bezahlt hast, was aber nicht rund läuft. Manchmal ist es ja gut, ein Beispiel zu haben. Ich versuche mal gerade irgendwie so, ich denke ans Auto. Autos sind ja auch so etwas, wo man auch gerne mal Mhm. 39.000 für auf den Tisch legen kann.
Und das ist ja so ein bisschen, als würde die Tankanzeige nicht funktionieren. Und du fährst damit durch die Gegend und ja, kann sein, dass der schon leer ist, aber vielleicht ist auch noch was drin. Und wenn du Glück hast, kommst du halt ans Ziel. Genau, musst so ein bisschen ausprobieren. Learning by doing und du musst immer den Reservekanister dabei haben, beziehungsweise hier ziehe ich dann halt den Strom direkt aus dem Netz. Ja, Also das ist es ist ja unmöglich. schon Allerdings, crazy. Also deswegen finde ich ja, es fast beachtlich, dass du da noch so ruhig bleibst, weil ich finde eigentlich, also ich kriege da öfter solche Themen mit, das kann ja nicht sein. ja, allerdings möchte ich noch ergänzen, was du jetzt nicht genannt hast in dem Preis. Na klar, der Wechselrichter ist noch mit drin gewesen. Ja. Ja. Und ich habe dieses Netzersatzpaket gehabt. Das heißt, dass ich mich also vom öffentlichen Netz abschalten kann und Mhm. somit auch den Strom nutzen kann. Mhm. Und ich habe mir zusätzlich zwei Garantiepakete gesichert. Ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, ja, also Ja. deswegen muss ich immer mal so rüberschauen. Und zwar auf die Module habe ich 30 Jahre Garantie, Mhm. dass die mindestens 90 oder 95% der Leistung behalten. Und 20 Jahre habe ich auch den Speichergarantie mit einer 100%igen Kapazitätsgarantie. Ja. Okay. Also deswegen das noch dazu, aber trotzdem, du hast völlig recht. Was kostet diese Garantie? Hast du das als einzelnen Posten quasi irgendwo stehen? Also sind das 2.500 oder so? Oder Ich muss noch weiterschauen. Ich muss noch weiterschauen. Oh Mann, jetzt merken die Leute, dass das, glaube ich, wirklich live ist und so. Ach so, und dann ist natürlich auch das ist das schlaue Gehirn von, mhm. oder soll das schlaue Gehirn von dieser ganzen Energiemanagement? Anlage sein. So, das ist es. Die Garantie für den Speicher hat 960 € gekostet und für die PV-Module auch. Okay, also Also sagen rund wir 1.000 € weil du sagst aufgerundet. noch Notstrom, das ist je nach System dann, also bei dem, was ich gerade als Alternativ so genannt habe mit den 25, Ja, da kostet es meistens so um die 1.000 nochmal extra, dann die beiden Garantien obendrauf, also sagen wir 3.000 mehr, kann man es auch für 28 bekommen. Ähm, okay. Also natürlich immer schwierig zu vergleichen, aber auch mit den Garantien, die gibt es ja auch bei anderen, die man upgraden kann. Daher, wenn es dann wirklich, das finde ich deshalb so krass und nochmal deutlich zu besprechen, wenn es dann wirklich alles kann, was du dir wünschst und was dir verkauft wurde, dann kann man ja sagen, okay, hey, ich habe hier ein richtig cooles System. Alles, was ich wollte, kann es. Ist rundum genau das, was ich mir gewünscht habe, alles aus einer Hand. Dann kann man ja sagen, okay, cool. Aber bei dir ist es ja gerade leider alles andere als cool. Und du hast mir in einer Mail geschrieben, du bist so frustriert gewesen an einer Stelle, dass es am liebsten, dass die das abbauen sollen. Ist das immer noch der Stand der Dinge oder? Ja, ja. Also ich möchte gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du sagst ja von den Kosten her. Zum Beispiel, also ich habe das natürlich gesehen und mir war das auch klar, dass das schon eine richtige Summe ist letzten Ja, Endes. ja. Und zum Beispiel, also hier für meine Wallbox 11 Kilowatt habe ich gezahlt 1.731,80 €. Mhm. 1700 Inklusive Euro, Montage ja. oder exklusive? Ist, Mit Montage, ja, muss man mit reinnehmen, muss man und das ist natürlich die ganze Anlage auch inklusive Montage und natürlich haben die auch den ganzen Papierkram übernommen mit Anmeldung und Hu und Ha, also aber ich glaube, das machen die anderen auch. ja, Das ja, ist, glaube ich, jetzt nicht so Exotisches irgendwie, was man machen muss. Aber ich habe diese Wallbox, obwohl ich ähm, für meine Firma schon auch Wallboxen gekauft habe, zu einem ganz anderen Tarif, ja, hab ich die Kröte geschluckt, weil ich gesagt habe und geglaubt habe, okay, du kaufst ja alles aus einer Hand, das ist optimal aufeinander abgestimmt, ja. das funktioniert einfach tadellos, bevor du jetzt dann anfängst. Und wenn mit der Wallbox was nicht geht, dann sagt der Wallbox-Hersteller, das liegt an den Modulen. Der Modulhersteller sagt, es liegt am Speicher. Der Und der dritte dritte sagt am sagt, es liegt am Energiemanagement. Netz. Genau. Ja, Also kannst du alles knicken. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn du dafür wirklich was Gutes kaufst und dann Ruhe hast, und wie gesagt, mit der Garantie hört sich das alles nach Qualität für mich an. Und ich habe dann natürlich weiter recherchiert, zum Beispiel zum Thema Wallbox, weil wie gesagt, das hat mich am Anfang total genervt, ja. dass ich eben nicht diese solarbasierte Laden machen konnte.
und habe dann herausgefunden, dass diese Wallbox gar nicht von gebaut wird, sondern die kaufen die zu. Ja, Und zumindest meine Wallbox, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, kauft von der Firma aus Detmold. Und das ist wohl auch eine sehr renommierte Firma, die diese Wallboxen herstellt. Und weil das solarbasierte Laden nicht funktioniert hat, habe ich zum Telefonhörer gegriffen, habe die Firma angerufen, habe auch einen sehr netten, sehr kompetenten Menschen dort ans Telefon gekriegt, habe ihm meine Sorgen geschildert ja, und habe gesagt, Leute, ich habe gesehen, ihr habt auch eine App, die ja. Firma. Ja? Ich brauche aber einen Code dafür. Mhm. Könnt ihr mir den Code geben, damit ich dann über eure App mein Auto solarbasiert laden kann oder von unterwegs laden kann? Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Funktioniert also bis heute nicht. Ich muss die Wallbox hier zu Hause anschmeißen und auch wieder abstellen, sonst lädt die sich tot oder Mit entleert App die sich geht nicht. tot. Mit der App geht nicht. Nein. Okay, krass, ja. Ja, und als er dann gehört hat, solarbasiertes Laden, also erstmal sagt er, Punkt eins, das funktioniert nicht, weil kauft nur die Hardware, schmeißen aber die Software dann runter und spielen ihre eigene Software drauf. Mhm. Wo ich mich jetzt nur frage, Mensch, also wenn das schon, ich sage mal, auch im Jahr 2023 anscheinend hingekriegt hat mit dem solarbasierten Laden, verstehe ich überhaupt nicht, warum sich die Arbeit macht, dann eine eigene Software zu programmieren, die weniger kann. Ja, Und ja, das steht ja außer Frage. Also ja, ist mir unverständlich. Und deswegen konnte mir aber in dem Fall die Firma weiterhelfen, weil gar nicht mehr ihre Software auf dieser Wallbox drauf ist. ja. Und das sind halt so Sachen, die erfährst du und merkst du natürlich erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, wenn es zu spät ist, Ja, letzten Endes. du, also als aus Kundensicht geht man ja auch davon aus, ich kaufe mir das und es funktioniert. Also ich gehe ja Ja. nicht davon aus, dass ich dann irgendwie bei der Firma von der Wallbox noch anrufen muss, um irgendwie die Möglichkeit zu bekommen, dass das Solarladen funktioniert, sondern ich gehe eigentlich davon aus, dass ich das dann alles in meiner App machen kann. Das ist ja der Sinn Genau. der Übung. Aber das ist ja auch der Spaß, denn wie gesagt, irgendwann ging das solarbasierte Laden ja und hat das auch beschrieben, wie das gehen soll. Und das hieß dann, ja, okay, du musst da einfach nur dann anschalten und dann geht das los. Ja, Okay, also sollen Sie mal gerne vorbeikommen und mir das zeigen, wie das funktioniert, wenn man bei mir nämlich den Schieberegler rüberschiebt auf solarbasiertes Laden, tut sich bei mir gar nichts. ja. Ja, das ist Also von verrückt. daher. Manchmal ist es ja so, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Einstellungen im eigenen Auto irgendwie nicht ganz so perfekt sind. Also ich sag mal, minimaler Ladestrom falsch eingestellt oder ein Ladezeitfenster. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, da hast du ein bisschen ausprobiert und das eine und das andere hat nicht zum Erfolg geführt, oder? Also, ich sage dir, ich kriege es mittlerweile hin, mein Fahrzeug solarbasiert zu laden, aber nicht auf die Art und Weise, wie es kommuniziert Ja, jetzt sag mir und wie nicht, du Sie es gehst halt raus, wenn beschrieben die haben. Sonne scheint und Und wedel dann den Strom in die Batterien rein. Ja, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Ja, es ist einfach komplett unbefriedigend. Und wie gesagt, es passiert einfach wenig. Zum Großteil passiert einfach überhaupt nichts. Und ich sage für mich zumindest, nach Gutmütigkeit kommt irgendwann Dummheit. Und auf die Schiene mich schieben zu lassen, habe ich eigentlich überhaupt keine Lust. Und ich habe ja die Preise genannt. Also wir reden jetzt hier nicht über 10 oder 15 Euro, die man dann vielleicht mal in den Sand setzt und sich darüber ärgert, ja. sondern hier geht es ja tatsächlich um richtig Geld. Und das finde ich sehr ignorant und kundenunfreundlich dass da einfach, ich überlege gerade, soll ich sagen, dass nichts kommt? Es kommt auf jeden Fall viel zu wenig Ja, von denen und das passt so in meine kleine Weltanschauung nicht rein. So geht man mit Kunden nicht um. ja. Und das hat eben irgendwann zur Folge, wie gesagt, dann endet der Weg der Gutmütigkeit. Und das war ja auch der Grund, warum ich dich zum Beispiel kontaktiert habe und gefragt habe, ob du da vielleicht mir irgendwie weiterhelfen kannst oder eine tolle Idee hast, weil, wie gesagt, es funktioniert einfach nicht. Ja, ich finde es erstmal ganz klasse, weil natürlich hören das einige Leute und schauen es auch nachher einige Leute und das kann man da ganz klar auch einfach mal formulieren. Wenn ihr das hört und seht, seht mal zu, dass ihr euch kümmert, weil so geht man nicht mit Kunden um.
Und ja, nicht nur das, ich bin ja der Hoffnung sozusagen, dass durch das ganze Gespräch hier da ein bisschen Bewegung auch in deinen Fall reinkommt, auch wenn ich es echt krass finde, dass ja manchmal solche Schritte notwendig sind, dass man sich erst an die Öffentlichkeit wendet oder halt, ich hatte das auch schon in anderen Fällen, der Weg über mich gehen muss, bevor ich dann irgendwie, ich sage jetzt mal, meine mediale Reichweite nutze, dass da vorher keine Bewegung in die Sache kommt und dann gehe ich aber auf die Firmen zu und auf einmal zack, zack, wird dem Kunden geholfen, wo ich denke, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann doch nicht der Weg sein, um einen guten Support zu liefern. Und ich bin mal ganz gespannt drauf, was für eine Reaktion kommt. Wir werden auf jeden Fall in Kontakt sein. Ist denn deine Einstellung immer noch die, dass du sagst, ich möchte es am liebsten aus dem Keller raushaben und irgendwas anderes haben, was funktioniert? Oder bist du da mittlerweile ein bisschen, ich sag mal, abgekühlter? Also prinzipiell von PV bin ich hellauf begeistert und ich würde das auch noch gegebenenfalls ein bisschen größer machen, weil ich sehe also mit dem Autoladen, da könnte man auch noch ein paar Kilowatt mehr brauchen, auch mit dem Speicher. Ich habe das natürlich auch auf YouTube gesehen. Die einen sagen, du bist völlig bekloppt, wenn du so einen riesen Speicher dir da hinhaust. Die anderen sagen, er kann gar nicht groß genug sein. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen individuell für jeden, aber diese PV-Sache ist toll, die möchte ich behalten. Ähm, allerdings nicht unbedingt, denn ich habe es jetzt ja nun dann, muss ich gerade nachrechnen, ja, jetzt 4 Monate erlebt, wie das läuft. Ja, Und es ist jetzt auch so weit, dass ich tatsächlich parallel einen Anwalt eingeschaltet habe. ja, Und just gestern, was ich natürlich als absoluten Zufall werte, habe ich eine E-Mail von bekommen. ja, Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, hatten wir drüber gesprochen? Wir hatten ja drüber gesprochen, dass ich total verrückte Werte auf meiner App angezeigt bekommen habe. ja, Aber vielleicht hat sich das zu Herzen genommen und hat dann gedacht, so ab dem 11.07. diesen Jahres, 2024, vielleicht sieht man das Video auch mal irgendwann später, ja, kriege ich überhaupt keine Anzeige mehr. Alles auf Null oder einfach nur Striche da. Also ich weiß gar nicht wirklich, ob meine Anlage funktioniert oder so. Ich habe keine Werte. Ich kann also auch gar nicht mehr nachvollziehen, ob sich diese Anlage rechnet, beziehungsweise diese Berechnungen, die auch vorher von gemacht worden sind, ob die halbwegs realistisch sind. Ich also weiß es nicht. Blindflug momentan quasi. Also totaler Blindflug, aber im Vollgas irgendwie, Ja, ja. okay. Und jetzt hat sich gestern, wie gesagt, E-Mail bei mir gemeldet. Ja, Und das ist vielleicht auch ein ganz interessantes Beispiel. Und wie gesagt, seit 11.07. geht es nicht mehr. Heute ist, glaube ich, der 8.8., ja? ja, ja. Ja. Ja, also knapp einen Monat kann man sagen, Hm. funktioniert das nicht. Ich habe sie, muss ich aber auch dazu sagen, erst eine Woche später angeschrieben, also sind es irgendwas zwischen 2 und 3 Wochen. Ähm, und da sagen die mir, resette mal das System. Jetzt wollte ich schon fragen, hast bestimmt schon mal die App runtergelöscht, wieder neu Ach nee, installiert. ehrlich, hätte ich das machen müssen, da wäre ich ja nicht drauf gekommen. Ich habe den Speicher runtergefahren. Ich habe alles vom Netz genommen und wieder eingeschaltet und so weiter. Ja, Es hat nichts gebracht. Sie haben mir gestern dann zum ersten Mal allerdings eine Anleitung geschickt, wie ich dieses Reset machen soll. Ich habe ihn anders gemacht, aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich heute auf mein Handy schaue, ich habe es vorhin vor dem Gespräch nochmal gemacht, Fehlanzeige. Ich kriege keine Angaben ja, vielleicht hast du angezeigt. Lust, nochmal einen Screenshot zu schicken, dann können wir den hier einblenden irgendwie, damit die Leute auch wissen, wir erzählen hier keinen Mist. Aber ja, krass, okay, also das hat auch nichts gebracht. Und das war aber das Einzige, also nicht von wegen, ja, wenn es dann immer noch nicht klappt, melden Sie sich nochmal, sondern viel Erfolg. Ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt. Mein Anwalt hat den natürlich eine Frist gesetzt und da jetzt drauf reagieren, ob das dann jetzt letzten Endes hilft oder nicht. Aber ich bin wenig optimistisch, dass jetzt in den nächsten Tagen oder auch Wochen da irgendwas passiert, dass alle Fehler und alle Fragen, die ich ja habe und die größtenteils oder glaube sogar alle unbeantwortet geblieben sind, jetzt dann auf einmal erfüllt werden beziehungsweise gelöst werden. Ja, Und deswegen sage ich also, ich würde zu dem weiterstehen, was ich gesagt habe. Also wenn ich mir was wünschen dürfte,
würde ich die Anlage am liebsten zurückgeben Ja, und würde mir eine andere Anlage jetzt hier draufpacken, weil einfach das Vertrauen weg ist. Ich ja. habe mich, wie gesagt, noch ein bisschen tiefer eingelesen. Ich habe gelesen, was ich nicht bestätigen kann, muss ich hier ganz klar sagen, dass es Schwierigkeiten mit dem Speicher gibt, aber habe ich gelesen, dass die dann den Speicher zum Teil abgeschaltet bekommen haben. Mhm. Das heißt also, ich weiß nicht, ich sitze hier doch auf dem Wackelstuhl irgendwie, ja. Weißt du vielleicht ja gerade gar nicht, wenn deine App dir nichts anzeigt, hast du eh keine Ahnung, was mit deinem Speicher gerade ab. Das ist es. Genau, und das ist ja auch so ein Punkt, das haben wir gar nicht besprochen. Zum Beispiel auch mein Speicher. Wie gesagt, ich habe für 20 Kilowatt bezahlt. Ich weiß nicht, ob ich einen 20 Kilowatt Speicher habe. Ich hatte es vorhin mal gesagt, es gab zwei Apps. Auf die eine habe ich jetzt, wie gesagt, keinen Zugriff mehr, aber die hat den Ladezustand angezeigt und den höchsten Ladezustand. Und ja, ich habe davon ein Foto gemacht, war bei 12.000 Watt gleich 100% Ladung. Ja, Und jetzt das, überlege ich gerade, wenn da, ich weiß nicht, wie die App dargestellt ist. Wenn da steht 12.000 Watt, dann ist das ja die Leistung aktuell. Es kann sein, dass die in dem Moment entladen hat, irgendwie mit 12.000 Watt, 12 kW. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das der Speicher nee, so viel. Also ich habe hier jetzt kein, weiß ich gar nicht, 5 Staubsauger auf einmal laufen oder sowas, also die diese Entladung halt rechtfertigen würden. Mhm. Und es war auch kein Auto zu dieser Zeit geladen. Das sieht man auf der anderen Seite, also wie viel dann auch an Entnahme stattfindet und so weiter. Und das war nicht der Fall. Und zum Beispiel auch bis heute habe ich darauf keine Antwort bekommen. Ja. Das ist so toter Mann. Ja, krass. Ich kann total verstehen, dass du sagst, aufgrund der Erfahrung, Vertrauen ist weg, etc. Und hast du denn schon irgendwie, ich frage jetzt einfach mal aus Interesse, ein System, wo du sagst, auch das fände ich irgendwie cool, interessant, oder bist du da sozusagen dann komplett offen, Hauptsache, Hauptsache ein Wechsel? Nein, ich habe gehört, oder im Internet, da gibt es irgend so einen YouTuber, also der kennt sich so ein bisschen mit Photovoltaik aus, der macht auch relativ viele Videos. Also ich weiß nicht, ob du den näher kennst, den würde ich mal anschreiben demnächst und würde Okay. ihn mal fragen, Ja, ob er da irgendwas mit Sonne heißt er, glaube ich, ja. Also von daher ja, würde ich den mal fragen, ob der da vielleicht eine Idee hat und mir was ja, gerne. empfehlen kann. Ja, das Das kannst du hätte ich gerne beim machen. ersten Mal schon tun sollen. Ja, ich habe leider schon ein paar Fälle gehabt, wo Leute mir nachher geschrieben haben, so, ey Mist, hättest das mal irgendwie schon 2 Jahre vorher gegeben. Die haben dann auch was installieren lassen in einem guten Glauben und leider nachher auch irgendwie enttäuscht, weil das System nicht so geklappt hat, wie es klappen sollte, nicht so gearbeitet hat. Und das ist super ärgerlich, ne? Weil wir reden echt nicht über, was du vorhin sagst, 10, 15 Euro, sondern Ja. ein bisschen mehr. Und das macht dann einfach keinen Spaß, sich damit rumzuschlagen, wenn es nicht läuft. Also ich schlage mich ja gerne mal ab und zu mit solchen Themen rum, weil ich das auch teste und spannend finde. Aber im Normalfall Mhm. will man doch ein Produkt kaufen, für die Summe dann auch möchte man, dass es funktioniert. Ähm, Das ja, ist auch nicht so viel erwartet, finde ich. ja, ja. Du, was mich noch total interessieren würde, du hast ja Ersatzstrom gekauft. Hast du das mal getestet? Ja, habe ich getestet. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das Auto konnte ich nicht laden. Also Strom hatte ich, Mhm. aber wie gesagt, Das Auto kann denke ich, müsste ich aber nochmal probieren, das weiß ich aber nicht. Ich weiß auch nicht, ob das bei anderen Systemen funktioniert. Ja, zum Beispiel bei mir ist es so, dass das Auto nicht mit in dem Notstromkreis mit drin ist, Ah, bewusst okay. auch, damit das System gar nicht erst in so eine Schieflage kommt, sage ich jetzt mal. Es gibt Systeme, die können das. Es ist immer ein bisschen die Frage, welcher Kunde möchte was. Ähm, aber das weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir installiert wurde. Kann sein, dass es Hm. gar nicht mit drin ist. Ja, weiß ich auch nicht, ja, Ja. ja. Okay, aber du hast es mal getestet. Ja, weil das ist auch immer eine witzige Sache. Manche Leute kaufen das und testen es nie und dann, wenn sie es mal brauchen, merken sie, es funktioniert gar nicht. Ja, krass, ein heftiger Fall irgendwie finde ich. Man könnte jetzt sagen, mein Gott, was hat er denn? Es läuft doch alles irgendwie, bis auf dass seine App nicht Genau. zieht. Aber genau, das ist das mit dem Vergleich mit dem Auto irgendwie. Also, nee, ich sehe es anders. Wenn man das bezahlt hat, dann möchte man, dass es läuft und dann möchte man auch wissen, was da passiert. Und zu Recht, ja, ist da das Vertrauen irgendwie dann auch, wenn der Support nicht läuft, angekratzt. Bin echt interessiert dran, wie der Fall weitergeht. Du hast ja gesagt, du hast jetzt schon mal eine Mail bekommen, eine Frist mit dem Hm. Anwalt läuft. Läuft das ab? 23. August. Okay, ist auch nicht mehr Also, so lange hin. Ist ein ja. Samstag, glaube ich. Oder nee, Freitag ist das, glaube ich. Und ist auch egal. Auf jeden Fall nicht mehr lange hin.
Und lass uns da gerne in Kontakt bleiben. Halt mich auf dem Laufenden. Und ich bin mal ganz gespannt drauf, wie sich die Situation weiterentwickelt. Und ja, kann eigentlich nur noch mal sagen, liebe Leute, die ihr zuhört und zuschaut, seht zu, dass ihr ja nicht das gleiche Schicksal ereilt. Ich will jetzt gar nicht sagen, kauft das oder kauft das, sondern macht euch schlau vorher, bevor ihr so viel Geld ausgebt. Ne? Das ist, glaube ich, das, was man immer Ja, wichtig, empfehlen kann. wichtig. Ja, Und ja, nicht alles, was auf Papier steht, stimmt unbedingt. Und es ist das also finde ich. wirklich, wirklich schwierig. Und es ist ja wirklich eine große Firma. Ja, Und da habe ich gedacht, das muss passen. Große deutsche Firma. Also von daher, die ist auch nicht morgen weg. Das ist nicht irgendeiner, der auf diesen Zug aufgesprungen ist und jetzt den schnellen Euro machen will mit einer PV-Anlage oder sowas. ja. Okay, trotzdem. Hat nicht funktioniert. Ja, ja, das tut mir leid auf jeden Fall für dich und bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir da ja noch irgendwie was in die Wege geleitet. Ich freue mich natürlich, dass du, wenn es zu irgendwas zu einem Austausch kommt, dass du da dich an mich wenden möchtest. Finde ich natürlich klasse. Danke für das Vertrauen an der Stelle auch. Sehr Und gerne. ja, Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Geschichte. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich danke dir, Nils. Bis bald. Gern. Bis bald. Danke. Tschüss.